Geil! Moin oder was? Wir sind hier in... Wo sind wir drin? Wir sind an der Tankstelle. Wir sind an der Tankstelle. Keine Ahnung, wo wir sind. Irgendwo in Richtung Venlo oder sowas. Um 9 Uhr sind wir los. Ette kommt ungefähr um 14 Uhr oder sowas an. Hurensohn! Klassischer Etienne. Und Sven hat seinen Finger gebrochen. Da kommt gleich mein Einspieler. Hat mir so wie es aussieht gerade den Finger gebrochen. Also mehr Strecken geht nicht, aber dadurch, dass wir morgen einen Vlog drehen, nix Arzt, Alter. Und da sind wir wieder und jetzt probieren wir irgendwie das Auto zu tanken, weil hier ist niemand und wir müssen quasi erst bezahlen und dann tanken. Das ist so ein typisches Dorfmann-Ding, keine Ahnung. Weil hier ist alles zu. Weißt du, wie ich meine? Das wird ein Spaß. Die Allmanns haben wieder zugeschlagen und einen runden Betrag auf Anzeige gezaubert. Normal, sonst musst du das Doppelte nehmen. Also das geht nicht. Hätten wir da jetzt 52,1 gehabt, dann hätten wir 53 draus machen müssen. 102 draus machen müssen. Allmanns for life. So Freunde, wir sind jetzt in Wittlich angekommen. Das ist irgend so ein Dorf hier. Hier soll es auf jeden Fall ein paar Sandhaufen geben. Deswegen sind wir jetzt 2,5 Stunden hier hingefahren. Mal gucken, was hier so geht. Sendet. Bevor wir uns jetzt in die Polizeiobhut begeben und die auf Baustelle von Baustelle einbrechen, flippen wir noch ein, zwei Mal hier in den Traktorreifen, in den Autoreifen, wie ich immer sagen tun. Und zwar mit dem Schaukelgainer. 3, 2, 1, 18 Uhr war gestern, heute haben wir 16. Hab's nicht gesehen. Junge, wo weißt du denn hin? Wenn ich jetzt nicht schaffe, darf Jasper mir den Autoreifen in die Eier werfen. Okay. Ein kleiner Ansporn. Ne, ich krieg mein Leben. Ja, hast du Bock? Ja, geht, aber ja, also. Geiles Shirt, Alter. Also bei dem Anblick tut es mir auch schon ein bisschen leid, muss ich dann auch mal sagen. Ich mir auch. Aber ich meine, was muss, das muss, ne? Er hat nur das rechte Ei mitgenommen. Fuck, Alter. Oh. Zurück zur Schaukel. Ja, das ist er. Sehe ich doch schon. Boah, war's aber drin. Ja, das zählt. Wir machen das ganz interessanter und stellen ihn hin. Jo, weiter geht's. Alter. Junge, der war schon richtig sick. Ich glaube, da kann man nicht drauf stehen bleiben. Naja, nee. Hat Spaß gemacht. Safe. Da mir der Bänderriss im Fuß und die Bänderüberdehnung im Knie immer noch ein paar Probleme bereiten, kann ich leider keine geilen Flips da reinmachen. Aber wir versuchen jetzt mal von der Schaukel in den Reifen zu schwingen. Und wenn das gut klappt, dann vielleicht auch mal beide gleichzeitig. Das wäre natürlich der Wahnsinn. Ja? Nein. Junge. Den können wir zählen lassen. Die Challenge ist übrigens härter als gedacht. Ich würde sagen, wir probieren es nochmal gleichzeitig. Einfach nur des Spaßes halber und mal gucken, was passiert. In dem Sinne. Digga, du bist so auf meinem Fuß gelandet. Digga, ich bin im Reifen. Du bist einfach auf meinem Fuß gelandet. Aber ich bin im Reifen. Ja, ich würde sagen, das hat perfekt geklappt. Neue Challenge, neues Glück. Meine nächste Challenge ist jetzt der Double Schaukelgainer, sprich das, was ich gerade gemacht habe, nur zweimal in einem. Ewig ehrlich, das hinter mich gebracht habe. Das letzte Mal war in Winterberg. Alter Lachs. Stuff. Ja, Junge, Alter. Geil. Ich hatte so Angst, ne? Digga. Geil. Und da sind wir wieder und diesmal das Ganze ohne Schnee. Einzig und allein mit aufgelockerten Boden, deswegen lockern wir jetzt den Boden erstmal auf. Auch wenn das immer so ein bisschen dahergesagt ist, aber die Tricks sind eigentlich gar nicht mal so ohne. Also zum Beispiel jetzt, mein Gott nochmal! Vor allem jetzt hier der Schaukelgainer, also Schaukel Double Gainer, weil den kannst du halt nirgendwo drin in der Halle oder so mal preppen oder mal ausprobieren. Deswegen musst du das direkt draußen machen. Ja, und deswegen preppt Dwayne ihn jetzt ein, zwei Mal hier auf Sand und dann schmeißt er sich rein da. Yes. Eigentlich ja. Die Schaukel ist halt sehr niedrig, das macht es ein bisschen scary. Aber ich glaube, wenn ich Vollgas gebe, dann komme ich mindestens aufs Gesicht und das reicht ja schon.
Ja, ich sehe den auch. Junge, safe. Ja, ja. Schaukel ist sehr low, aber ich würde sagen sendet. Yes! Junge! Yes! Junge! Let's go, Alter! Alter. Digga, ich hab ja, das ist ja insane, wie wenig Schwung du hast, ne? Digga, ich war vielleicht einen Meter hin hoch vom Gefühl. Alter. Ich bin so nach vorne. Das war einfach nur insane. Ich hab nichts gesehen, ich war so Glück, ne? Ich glaube, eine Runde gehen wir dem Ganzen noch. Oh, Nein! Fuck! Ja. Aber übelst. Ich möchte noch mal kurz daran erinnern, dass dieser Typ seinen Finger gebrochen hat. Ja, man sieht schon, dass der rechte auf jeden Fall dicker ist. Ja, auch wenn man es nicht sieht, ist halt trotzdem geisteskrank insane. Deswegen mache ich nur noch einmal, weil die Landung tut schon sehr weh immer. Ist dann auch verständlich, weißt du? Ja! 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 Let's go! Yes! Woo! Das war's vom Spielplatz, wir sehen uns gleich woanders wieder. Tschö! Go! So, jetzt sind wir hier und jetzt wird's illegal. Ab geht die Post. Das ist so scheiße. Das muss echt leise sein. Filmst du? Ja. So, da drüben ist ein Haufen und der Plan ist jetzt von da nach da zu springen. Problem ist nur, wir brechen quasi bei den Anwohnern hier ein. Das ist ein bisschen uncool. Wir gucken mal, was passiert. Also Dwayne steht in Position. Du müsstest halt auf die Ecke da, ne? Das sind hier überall Balkons, Terrassen, alles. Du kannst hier von jeder Seite begutachten. Digga, das ist ja so insane. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das war ja so geil. Ja, da oben an dem Fenster hat man das gesehen. Ich weiß. Stand die ganze Zeit eine Frau, die hat mich angeguckt, weil ich die ganze Zeit vor ihrer Wohnungstür gechillt habe. so. Das war's dann mit dem Dorf. Wir sehen uns irgendwo anders gleich wieder. Ich weiß noch nicht, wo wir gleich sind. Also chill mit Z. So, keine Ahnung, wo wir jetzt sind, aber das sieht irgendwie schon ziemlich cool aus dann auch. Kreishaus. Kreishaus! Da steht Kreishaus, Junge. Man, like Kreishaus. So, am Spot angekommen. Etienne ist natürlich immer noch nicht da. Wir warten jetzt auch immer noch auf 2 hier aus der Umgebung. Oder mindestens einen auf jeden Fall. Und ich würde sagen, let's go. Moin, grüezi, servus und hallo. Wer bist du? Hallo Leo. Leo und einmal der Herr Beat. Die beiden Homeboys haben uns hier die Location rangeschickt. Wahnsinn-Spot. Wir gucken mal, was hier so geht, wie Jasper das gerade schon beschrieben hat. In dem Sinne 3, 2, 1. Gestern war ein Baum, der stand an der Weide und der ist umgekippt, weil es sehr windig war. Los geht's. Okay, da habe ich mich kurz verquatscht. Alter, nice. Boah, Junge. Oh, sick, Alter. So geil. Digga. So, das Wetter ist jetzt ein bisschen gekippt. Die juckt's nicht. Mich juckt's nicht. Ich glaube, juckt's dich nicht, ne? Mich juckt's nicht. Also ist es eigentlich wie gewohnt, nur mit mehr Regen, mehr Wind und mehr Stimmung in der Barren. Mach. Mach, Digga. Mann! Scheiß Regen, Digga. Ja, Ja, okay, das ist geisteskrank einfach. der war legit. Grün oder grau? Ja, grau. Dann kriegst du grün, du hast keine Wahl mehr. Specht! So, wir haben 16 Uhr. Meine Ausrede ist, ich habe die Untertitel gemacht. Auch gestern Abend noch Zeit gehabt hätte. Digga, ich meine ehrlich, ich habe mit Eimer geschlafen. Ne? Ich war also so besoffen, Alter. Alter, ich war in meinem Leben noch nicht so blau, ne? Alter, ich glaub mir das nicht.
Moin Freunde, wir sind jetzt am nächsten Spot angekommen. Wir haben einen Brunnen ausfindig gemacht. Wayne und ich haben eine kleine Challenge gefunden mit einer Divecong über diesen Pöller in der Mitte. Drüben entweder auf die Mauer drauf oder clearen. Wir haben ein bisschen Zeitdruck, das Wetter sieht ein bisschen scheiße aus, wie eigentlich schon die ganze Zeit. Und jetzt geht's los. So, die Zeit wird knapp. Erste Tropfen rieseln hier nieder auf uns drauf. Das heißt, wir müssen direkt senden. 3, 2, 1, 18 Uhr. Boah, Junge, da musstest du aber schon hart piken. Ja, das war doch knapper als gedacht. Als nächstes pui ich die. Boah, aber den Sticken ist schon nicht ohne, glaube ich. Ja. Safe. Alter, was war das denn? Also die Hände viel zu früh aufgelegt. So. Neue Challenge, neues Glück. Alter. Die Doppelgatze ist ein bisschen zu klein, um damit Spaß zu haben. Hä? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Geh weg. Alter. Sah cool aus, aber irgendwie warst du nicht drüber. War das kein Speedstep? Haha, geil, Alter. Geil. Ja, echt so. So, der Regen macht uns jetzt leider einen Strich durch die Rechnung. Ja, ich glaube, das war's von dem Spot. Gehen wir noch irgendwo anders hin? Bestimmt. Und wenn ja, sehen wir uns da wieder. In dem Sinne ab unter mein T-Shirt. Alter, ich hatte richtig Angst. I come a long way from keeping it out. Money hid in the couch. I bet you're listening now. So, wir sind ja jetzt bei Meckes! Und wir gehen zum Sandberg! Sandberg! Das hier! Ja! So, am neuen Spot angekommen im Kieswerk. Da hat Ette gerade über Google Maps ausfindig gemacht. Wie man sieht man nix. Das ist Wahnsinn hier. Wir gucken, wo wir gleich ankommen. In dem Sinne machen wir eine geile Transition mit dieser Hand jetzt. So, wir sind hier gerade auf dem Weg dahin und sehen schon aus der Ferne. Aus der Ferne haben wir uns da schon was Schönes erhascht. Guckt euch den Jump an. So, wir springen jetzt von da nach da. Und in dem Sinne switchen wir jetzt auch eben rüber zur GoPro. Oh. So, während die Kupferstecher da jetzt hochbalancieren, bleibe ich hier unten und moderiere das Ganze. Alter, ich bin fett in Scheiße getreten. Ist aber auch egal, weil das wird auf jeden Fall ein wilder Jump, den die beiden jetzt hier vollziehen. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall nicht reingeschnitten, was ich hier erzähle. Deswegen sage ich jetzt einfach noch ein bisschen mehr. Also dieses Kieswerk wurde erbaut 1962, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, von Herrn Gustav Heinemann. Der hat auch eine Schule gebaut hier in der Nähe. Das ist die Gustav Heinemann Schule. Ja gut, ich wäre soweit. Und 1, 2, 3. Leck mir an den Arsch, Ritze. Alter! Alter, sah das geil aus! Digga, ich bin da oben weggeslippt, dein Onkel. Mein Fuß ist 16 Meter zur Seite gerutscht. Ich war in geisteskranker Bauchlage, ich wäre fast gestorben. Digga! Ich habe jetzt auch Bock mit meinem Leben abzuschließen, deswegen steige ich jetzt hier rüber und schmeiße wieder runter. Ich habe so Angst, ne? Ja. Boah, das Scheiße ist so schön. Das Problem ist, ich lande normalerweise auf meiner rechten Seite und hier kann ich mich aber nicht nach rechts hinstellen. Also ich muss nach links springen. Das heißt, das wird meine linke und das wird echt ungewohnt, glaube ich. 3, 2, 1, fängt! Oh, Alter! Geil! Alter! Junge! Was das für eine beschissene Landung! Ah! Digga, ich hab eine 90-Grad-Landung gemacht. Ich habe irgendwie so ein Brett gemacht da drin. Oh Junge, das ging voll auf den unteren Rücken. Ich bin so voll nach vorne geklappt. Wie so ein Klappmesser. Digga, du bist halt echt nur auf dem Arsch, ne? Ja. Können wir uns noch mal in Zeitlupe angucken? Ja. Alter, das sieht ja so geil aus. Der Slip. Ich hab
mehr Sand in den Taschen als jemals jemand zuvor. Da war es. Alter. Digga, ich bin ein Sandkasten. Habe ich hier Sand im Ohr? Ja. Den wolltest du wohl klauen, hä? Alarm! Ja, du hast ja schon sehr viel Sand im Ohr. So, mit dem Vlog sind wir für heute durch. War eine geile Session, ungefähr so zugenehmelt, wie das hier gerade ist auch die Atmosphäre. Es gibt noch eine kleine Neuigkeit, die verkündet Ette euch da noch. Die Shirts, die ihr heute den ganzen Tag bei uns gesehen habt, die gibt es jetzt bald auch bei uns in unserem Online-Shop zu kaufen. 27.05. Schreibt euch da hinter eure Rotzlöffel. Ja, und da die Ausgangssperre droht, müssen wir jetzt schnell nach Hause fahren. Deswegen ab ins Outro! Outro! Ja. Hallo, mein Name ist Sven Brinkmann und ich werde euch heute einweihen in die Welt der Gefahren von Bärlapsporen. Hier haben wir P2, das brennt. Wir machen erstmal ein Feuer. Geh mal einen Schritt mal zurück, ne? So, das sieht doch schon mal gut aus. Hier haben wir das berüchtigte Bärlapsporen. Dieses Zeug entflammt sich mit Feuer. Alter, Digga, bist du des Wahnsinns? Mein Name ist Sven Brinkmann und das war Gefahren mit Bärlapsporen. Geil. Jo, Dings. Dein Arsch qualmt. Ich weiß. Ey, yo, Dings, dein Arsch qualmt. Ich weiß. So. Kennt ihr das auch? Pfützenwasser schmeckt einfach nicht mehr. Da habe ich jetzt das richtige Produkt für euch. Destilliertes Wasser. Schon 1-2 Schlücke am Tag reichen aus, um den gesamten Durst zu stillen. Was hast du denn da Tolles? Schmeckt echt nicht so geil. Destilliertes Wasser. Lass mich das mal probieren. Digga, trink nicht so viel. Digga, das ist gefährlich. Nicht als Trinkwasser geeignet. Digga, kannst du mal aufhören? Digga, das ist echt nicht gesund. Alter, dass Leute sowas draufschreiben, da kriegst du noch viel mehr Bock darauf, das zu trinken. Alter, Doppelregenbogen! Alter, Double!